Hallo zusammen, ich bin Chiara und in diesem Video zeige ich euch mein Bullet Journal Setup für den Monat August. Das Thema für diesen Monat lautet Mohnblume und ich benutze einige echte Blütenblätter. Also holt euch eine Tasse Tee, macht es euch gemütlich und lasst uns beginnen. Ganz viel Spaß! Wie immer verwende ich mein Dingbats Notizbuch, außerdem den Tombow ABT Dual Brush Pen, den Pentel Sign Pen und verschiedene Sakura Pigma Micron Fineliner. In diesem Setup ist außerdem noch ein kleiner Kleberoller dabei. Wie schon erwähnt, kommen heute auch echte Blütenblätter zum Einsatz. Diese habe ich für mehrere Tage in einem dicken Buch gepresst, sodass ich sie jetzt für mein Setup verwenden kann. Und damit können wir auch direkt mit der ersten Seite dieses Setups starten. Ich habe mich diesen Monat das erste Mal dafür entschieden, eine Dutch Door in meinem Bullet Journal zu gestalten. Das heißt, ich werde später einen Teil dieser Seite ausschneiden, sodass man sehen kann, was auf der Seite darunter geschrieben steht. Ich habe mir dafür vom rechten Rand aus 8 Kästchen abgezählt und hier eine Hilfslinie gezeichnet. Anschließend habe ich mit dem Bleistift eine Vorzeichnung meiner Mohnblume gemacht und sie leicht über diesen rechten Rand der Dutch Door hinausragen lassen. Ich habe anschließend angefangen, die Umrisse meiner Zeichnung mit dem Fineliner in der Stärke 04 nachzuzeichnen. Für die Samenkörner der Mohnblume habe ich die Strichstärke 08 verwendet und jetzt gerade kommen die Details und die Schattierungen mit der Stärke 02. Das zweite Element auf dieser Seite ist dann noch eine kleine geschlossene Mohnblüte. Wenn ich mit diesen Zeichnungen fertig bin, kommt das erste Mal das Blütenblatt zum Einsatz. Ich schaue mir an, wo ich das Ganze platzieren möchte und zeichne dann einen Stiel, so als ob das Ganze auch eine kleine Blüte wäre. Dann benutze ich meinen Kleberoller im Bereich unter dem Blütenblatt, lege es darauf und drücke es ganz vorsichtig an. An Stellen, die noch nicht gut angeklebt sind, kann ich dann nochmal nacharbeiten. Der Vorteil von diesem Kleberoller ist, dass dadurch die Seite nicht aufweicht und man auch nicht 2 Seiten aneinander klebt, wenn man unsauber arbeitet. Auf den beiden nächsten Seiten habe ich mir zunächst wieder die 8 Kästchen Rand markiert, die später entweder weggeschnitten werden bzw. auf beiden Seiten zu sehen sind. Danach beginne ich, mir meine Kalenderübersicht für die Termine im August zu zeichnen. Dabei hat jedes Feld 5 Kästchen Breite und 4 Kästchen Höhe. Ich benutze normalerweise häufig ein Listenlayout, aber weil ich in diesem Monat nicht besonders viele Termine habe und eher mal für mehrere Tage unterwegs bin, habe ich mich für diese Variante entschieden. Nachdem ich dann alle Linien fertig gezeichnet habe, ergänze ich noch in der oberen linken Ecke das Datum des jeweiligen Tages. Als nächstes ergänze ich hier in der unteren rechten Ecke ein Kalendarium für diesen Monat und das sieht man dann sowohl auf der Titelseite als auch hier in der Monatsübersicht. Ja, und dann wollte ich mit den Überschriften starten und hier oben sollte natürlich eigentlich das Wort Termine stehen. Da habe ich mich aber verschrieben und kurz überlegt, was ich denn machen könnte, habe dann hier unten erstmal das Wort To Do ergänzt, wo es eigentlich hingehört und mir dann eine Lösung überlegt. Ich hatte noch so einen braunen Briefumschlag und habe dann darauf meine Überschriften geschrieben, um sie dann über die Fehler drüber zu kleben. So musste ich keine Weißmaus verwenden, was man ja meistens doch relativ sieht, und das Ganze ist deutlich unauffälliger. Weil ich nicht so viel Platz für meine monatlichen Aufgaben brauche, habe ich den linken Bereich unter dem Kalendarium genutzt, um auch hier nochmal eine Illustration von einer Mohnblume zu zeichnen. Und auch auf dieser Seite findet dann natürlich eines meiner gepressten Blütenblätter Platz. Und falls ihr euch wundert, ja, auch diese Mohnblütenblätter waren am Anfang so rot wie die ihr oben in der linken Bildecke seht, aber durch das Pressen hat sich die Farbe ziemlich verändert. Nachdem ich dann die Wochentage im Kalendarium mit meinem Tombow-Marker hervorgehoben habe, drehe ich das Notizbuch einmal um 90 Grad und füge dann ein Lettering mit dem Monatsnamen August hinzu. Und dann ist es endlich Zeit, die Dutch Door auszuschneiden. Das Ganze kann ein bisschen fummelig sein, deshalb habe ich zunächst grob um die Blüte herumgeschnitten und dann nochmal etwas enger daran entlang geschnitten. Die nächste Seite in meinem Monatssetup ist mein Habit Tracker. Ich habe mich dieses Mal für 6 Habits entschieden und ich persönlich mag es lieber, diese einzeln zu tracken, als sie in tabellarischer Form darzustellen. So kann ich für jede Gewohnheit separat betrachten, wie gut es mir gelungen ist, sie in meinen Alltag zu integrieren. Ich platziere hier die 6 Kalendarien leicht versetzt auf der rechten Blattseite, damit ich am linken Rand noch Platz für eine Illustration habe. Danach schreibe ich direkt über die Kalendarien die Wochentage, lasse dann eine Zeile frei
und markiere dann mit meinem Tombow-Marker den Bereich, in den ich den Titel für die Gewohnheit schreiben möchte. Dieses Mal habe ich mich für eine Mohnblume entschieden, die etwas zur Seite geneigt ist. Das heißt, ich beginne für die Zeichnung mit einer ovalen Grundform und muss dann auch beachten, in welche Richtungen die überlappenden Blätter fallen. Und dann versuche ich natürlich bei dieser Zeichnung besonders durch die kleinen Linien die Dreidimensionalität und die Richtung dieser Blüte darzustellen. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wie ich diese Überschriften gestalte. Ich schneide mir zunächst einen etwas größeren Bereich aus meinem Briefumschlag aus und schreibe die Überschrift darauf. Dann lege ich mein Lineal an und drücke das gut fest und reiße die Ränder ab. Auf diese Weise kann ich zwar gerade Kanten erzeugen, aber es sieht nicht so glatt aus, als hätte ich es mit der Schere abgeschnitten. Zuletzt positioniere ich dann auch auf dieser Seite eines meiner Blütenblätter, zeichne den Stiel dafür und klebe das Ganze fest. Auf der zweiten Seite ist dann Platz für mein Dankbarkeitslog. Hier habe ich eine Zeile pro Tag, um all die Dinge aufzuschreiben, für die ich an diesem Tag dankbar war. Damit das Ganze einheitlich bleibt, gestalte ich natürlich auf die gleiche Weise wieder meine Überschrift und schreibe dann vertikal die Tage des Monats auf, genauso wie die dazugehörigen Wochentage. Zuletzt hebe ich noch mit meinem Tombow Brush Pen das Wochenende hervor, um eine bessere Orientierung zu haben. Und dann gestalten wir natürlich auch noch die erste Wochenübersicht für den August. Meine Wochenübersichten variieren immer sehr stark damit, wie mein Alltag aussieht. Jetzt in den Semesterferien habe ich beispielsweise sehr wenig zeitgebundene Termine und nutze mein Bullet Journal hauptsächlich für To-Dos. Deshalb habe ich mich diese Woche dafür entschieden, 8 Kästen auf die Seite zu zeichnen, die jeweils 6,5 cm breit und 8,5 cm hoch sind. In den ersten Kasten schreibe ich To-Do, das heißt, hier kommen alle Aufgaben rein, die unabhängig vom Tag in dieser Woche erledigt werden müssen. Die nächsten 7 Kästen sind dann für die einzelnen Wochentage, sodass ich hier meine täglichen Termine und meine tägliche To-Do-Liste einschreiben kann. Am oberen Rand ist dann noch Platz, um die Woche hinzuschreiben und ich hebe noch die Wochentage hervor. Anschließend zeichne ich hier noch so einen Schlagschatten, damit die Seite nicht ganz so langweilig aussieht, weil ich mir für die Wochenübersichten keine Zeit für Illustrationen nehme. Ja, und dann hoffe ich natürlich, euch hat dieses Video gefallen und vielleicht mit der Dutch Door oder den Blütenblättern dazu inspiriert, auch mal etwas Neues auszuprobieren. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir eure Meinung dazu in den Kommentaren dalasst und hoffe, wir sehen uns ganz bald auf diesem Kanal wieder.